Hallo, heute ist Samstag, der 19. Januar 2019. Heute gibt es nochmal ein kleines, kurzes Update-Video zu dem Thema Entmopsung und Mastektomie. Da gab es nämlich vor kurzem, vor 2 Tagen, ein kleines Jubiläum zu feiern, mein erstes Jubiläum meiner Entmopsung. Auf Deutsch gesagt, ich hatte vor einem Jahr meine Mastektomie in Rheinbeek bei Professor Schwarz. Über meinen Krankenhausaufenthalt von damals will ich jetzt überhaupt gar nicht sprechen. Das habe ich alles schon mal in einem extra Video erzählt. Verlinke ich euch hier auch in der Infoleiste und in der Infobox. Und über die Wundheilung mit all den Zwischenstadien und den Materialien, was ich da so zur Wundverheilung und Pflege gebraucht habe, rede ich auch nicht. Das habe ich auch schon mal extra erzählt. Meine ganze Mastektomie rund um Wohlfühl-Playlist packe ich euch einfach in die Infobox. Heute gibt es wirklich nur noch mal so ein kleines Update, wie sich so die letzten 6 Monate meine Brust oder meine Narben vielleicht auch noch weiterentwickelt haben. Ich habe es ja in dem letzten Video schon ein bisschen angedeutet. Ich bin mit einer sehr guten Wundheilung gesegnet und auch einer sehr guten Narbenbildung. Das heißt, bei mir sehen die Narben sowieso nicht so krass dunkel aus und nicht so auffällig. Das seht ihr in den späteren Fotos schon. Ich scrolle durch die jüngeren Fotos mal nur ganz schnell durch. Das könnt ihr euch in dem anderen Video anschauen, wie ich mich da so im Einzelnen auch so verhalten habe und was da so passiert ist. In den letzten 6 Monaten hat sich dazu bezüglich auch tatsächlich überhaupt nichts mehr weiter geändert. Ich habe einfach nur weiter Sport gemacht und versucht, ein bisschen Muskelmasse aufzubauen, was mir so leidlich gelingt. Und ich habe auch ein bisschen mehr massiert, um die Narben beweglicher zu machen, und dieses Verklebtheitsgefühl, was ich tatsächlich noch so ein bisschen habe, aber wenn ich mich nicht darauf konzentriere, fällt es mir auch gar nicht auf. Also es ist überhaupt nicht so, dass mich dieses Verklebtheitsgefühl auf den Narben irgendwie stört oder einschränkt in irgendeiner Weise. Und ja, ich zeige jetzt mal so abschließend nochmal das Ergebnis, wie es eben jetzt aussieht, live und in beweglicher Bildaufnahme. Schade, ich dachte, ich kann noch ein bisschen mit dem Zoom was machen. So, also von Weitem, wenn ich die Kamera so halte, da läuft die Narbe lang. Man sieht es fast gar nicht. Man muss echt richtig rangehen. Da sieht man sie. Vielleicht liegt das auch an dem Licht. Ich weiß es jetzt nicht so. Ich kann das nicht so gut beurteilen. Hier vorne in der Mitte sieht man es vielleicht noch am ehesten. Hier vor allem die Stelle ist ein bisschen dunkler geraten. Frag mich nicht wieso. Und hier geht es auch noch. Ja, und hier nach wie vor. Hier ist so eine Stelle auch. Da sieht man die Narbe fast gar nicht. Sie fühlt sich, wenn ich so drüber fasse, genau an der Narbe fühle ich so ganz kleine, ich weiß nicht, das fühlt sich so ein bisschen körnig an, als ob die Haut da noch nicht richtig hundertprozentig glatt ist. Da ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen Heilung im Gange, und ab und zu, so in Abständen von Wochen, merke ich es manchmal, wie es unter der Brust noch zwickt oder auch mal wehtut. Da merke ich auch, dass da noch irgendwelche oder vielleicht auch, inzwischen ist vielleicht auch der Status erreicht, wo die Haut oder das Narbengewebe ausgetauscht wird und ja, im Prinzip dieses feste, harte Narbengewebe durch weiches Bindegewebe ausgetauscht wird. Schätze ich mal, ich weiß es jetzt nicht, was meine Haut da oder was mein Gewebe da macht. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Heilung im Gange. Und was ich ja schon im letzten Video erzählt habe, hier ist so ein kleines Hautzipfelchen, so ein kleiner Mini-Hautüberschuss. Wenn ich den Arm so hebe, sieht man den fast gar nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich hatte auch schon im letzten Video gesagt, dass mich das so gut wie überhaupt eigentlich gar nicht stört. Und daran hat sich auch nichts geändert. Ich habe nicht vor, das nochmal irgendwie korrigieren zu lassen. Ich bin also so mit dem... Jetzt kann ich die Kamera fast wieder aufhängen. Schniefnase. Bin noch ein bisschen verrotzt. So. Ja, das ist doch ganz gut. So vom Profil her. So, seht das nochmal im Ganzen. Es ist wirklich bemerkenswert, wie dürre ich aussehe, obwohl ich die ganze Zeit Training mache. Das ist furchtbar. Mal ein bisschen die Muskeln anspannen, damit man nicht so tun kann, als ob. Naja, gut. Achso, Brustwarzen. Also hier ist auf jeden Fall Gefühl drin. Hier ist auch Gefühl drin. Der Nippel hier ist am Leben. Also da ist auch ein Nippel. Da. Nippel. Da ist kein Nippel. Na, ist glatt. Also da ist zwar ein Brustwarzenvorhof, aber der Nippel da drauf ist verloren gegangen. Wahrscheinlich ist der relativ schnell mit der Kruste, mit dieser Schorfkruste, die da drauf war, irgendwie mit abgegangen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Also es war nicht so, dass meine Brustwarze nekrotisch geworden ist. Oh Gott.
Wenn der Zoom bei meiner Kamera eingestellt ist, dann wird das Objektiv so groß, das sieht aus, als wäre das hyperaktiv, als hätte das irgendwas geraucht. Was wollte ich sagen? Genau, richtig. Es war nicht so, dass ich da eine Nekrose drin hatte oder dass man da irgendwie, dass da sich was entzündet hat oder sowas. Nee, die Brustwarze ist einfach nicht richtig durchblutet worden und ist dann wahrscheinlich mit dem Rest des Schorfs einfach abgebröselt. Aber wie man eben auch so von Weitem sieht, diese Brustwarze, ob die da ist oder nicht, das merkt man gar nicht so dolle. Und mir ist das jetzt ehrlich gesagt auch nicht übertrieben wichtig. Nee, genau. Noch irgendwas? Empfindung habe ich ja schon immer gesagt. Empfindung habe ich eigentlich überall drin, wobei ich ja entlang der Narbe selber, ja, ist das Gefühl schon vermindert, das merkt man schon deutlich. Aber ich merke zumindest, dass mich da etwas berührt, wenn ich da drauf tippse. Aber im Vergleich zum Rest des Hautgefühls ist das schon deutlich verringert, das merke ich schon auf jeden Fall. Ja, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Das ist mein Update und ich schätze mal, weitere Updates werden wahrscheinlich nicht unbedingt nützlich werden, weil ich da immer noch genauso aussehe wie jetzt. Vielleicht, wenn es nochmal irgendetwas Spannendes zu updaten gibt, werde ich dazu nochmal ein Video machen. Ansonsten war das jetzt hier auch mein endgültiger Status, mein Verheilungsstatus. Nach wie vor, ich bin super zufrieden und kann die Klinik auf jeden Fall weiterempfehlen, was zumindest meine Ausgangslage und mein Endergebniswunsch angeht. Hat mich das top zufriedengestellt und hat sich genau so entwickelt, wie ich mir das gewünscht habe. Ja. Und all ihr da draußen, die ihr eure Mastektomie noch vor euch habt, ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass ihr auch zufrieden werdet mit eurem Ergebnis, dass eure Wundheilung komplikationslos verläuft und ihr auch ein schönes Ergebnis habt, mit dem ihr dann zufrieden leben könnt. Ja, damit verbleibe ich euch erstmal mit nackigen Grüßen. Euer Kater Schnurz.